Ja, moin zusammen. Es gibt eine Sache, über die ich mir dieses Jahr schon richtig viele Gedanken gemacht habe. Und zwar ist das, was für ein Rasenmäher, was für ein Spindelrasenmäher ich mir zulegen soll. Und ich denke, die Gedanken werden sich viele andere auch schon gemacht haben. Und da möchte ich euch jetzt einfach einmal zusammenfassen, was mir so alles aufgefallen sind, was die Vor- und Nachteile sind, die ich so rausgefunden habe, wo vielleicht der eine besser ist oder der andere besser ist. Ich habe mich auch dieses Jahr mit dem Rasenfreak Andreas Kraus getroffen und konnte da auch die beiden Geräte einmal ausprobieren. Und ja, wie gesagt, ich muss mich jetzt oder werde mich dieses Jahr jetzt noch entscheiden und das werdet ihr auf jeden Fall erfahren, für was ich mich entschieden habe. Das ist wieder so viel, dass ich mir hier einen zweiseitigen Spickzettel gemacht habe, weil ich mir das sonst gar nicht alles merken kann, was ich euch hier erzählen will. Ja, aber dann fangen wir einfach mal an. Also generell gibt es ja erstmal die zwei großen Marken, die ihr sicherlich auch kennt. Das ist einmal Ellet, eine englische Firma, und dann Swortman, eine tschechische Firma. Relativ junge. Ellet ist ja schon alt eingesessen und die haben natürlich verschiedene Modelle, also erstmal verschiedene Größenmodelle im Programm, aber halt auch verschiedene Antriebsmöglichkeiten. Also zum einen natürlich der klassische Benzinantrieb, Benzinmotor, und dann aber auch verschiedene akkugetriebene Varianten. Der Swortman ist hier mit dem Kawasaki-Motor unterwegs und hat generell zwei verschiedene Schnittbreiten, also zwei verschiedene Größen, einmal 45 cm und einmal 55 cm. Standardmäßig hat er die 5er Spindel drauf, also ein Spindelmäher mit 5 Mähblättern und einem Untermesser. Und man kann aber zusätzlich noch dazu kaufen. Eine 6er Spindel ist, glaube ich, käuflich dazu noch erwerblich, und eine 10er Spindel. Und wie gesagt, den gibt es nicht nur in den zwei verschiedenen Größen, sondern auch mit den zwei verschiedenen Antriebsmodellen. Einmal benzingetrieben und in Elektro. Benzin ist das im Moment das Modell Edwin und dann der Elektra, Swortman Elektra und Swortman Edwin. Das ist natürlich ein ganz schickes Produkt. Das sieht sehr schick aus. Es ist viel aus Metall. Es sind verschiedene Farben. Sieht sehr spacig sogar aus, futuristisch. Also das ist schon sehr cool. Preislich liegt er so zwischen 2.000 bis 3.000 Euro die Modelle. Also man muss schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen für so ein Mäher. Das ist eine gute Verarbeitung, jedenfalls das, was ich bisher so gehört und gelesen habe. Man hat gute Einstellmöglichkeiten für den Handlauf. Also den kann man gut auf verschiedene Größen einstellen. Und das Gerät ist generell auch wohl sehr leichtgängig und mäht sehr schön. Wie gesagt, es ist eine tschechische Firma, relativ jung, 2013 gegründet. Und es ist natürlich auch immer schön, wenn man junge Firmen unterstützen kann. So, was haben wir dann noch? Dann haben wir noch Ellet, eine englische Firma, alt eingesessen, gibt es schon seit 100 Jahren. Nee, weiß ich nicht, so lange noch nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, seit den 1970er Jahren. Andreas hat davon ja auch den Edco, also die hießen auch mal anders, oder Ellet hat Edco aufgekauft oder umgekehrt. Vielleicht weiß das jemand von euch genauer, da habe ich mich jetzt nicht so genau mit beschäftigt, wie die Entstehungsgeschichte da ist. Jedenfalls sind die auch sehr viel im Profibereich unterwegs. Das ist vermutlich mal auch der Haupteinnahmemarkt, also Golfplätze, Sportplätze, was weiß ich, also wirklich große Profi-Rasenflächen. Haben aber auch eine Riesenauswahl sogar für den Hobbybereich, also von Kabelmähern mit Elektrokabel bis Benziner und Akku und eigentlich alles im Programm drin und auch in vielen verschiedenen Größen. Um jetzt Ellet und Swortman wirklich miteinander vergleichen zu können, kann man sich eigentlich nur zwei Typen von Ellet raussuchen. Und das ist einmal der Kensington-Mäher mit dem Benzinmotor, der ist am ehesten mit dem Edwin von Swortman vergleichbar. Und dann der Liberty, das ist der Akkumäher, und der ist am besten mit dem Elektra von Swortman vergleichbar. Ansonsten ist das auch ein bisschen unfair, die Mäher miteinander zu vergleichen, weil die dann doch zu unterschiedlich sind. Warum mich die kleineren von Ellet auch nicht so interessiert haben, also wie gesagt, den gibt es mit Kabel. Da ist immer irgendwas, das fehlt. Entweder ist dann der Walzenantrieb hinten ist nicht geteilt oder man kann nicht alle Kassetten, es gibt ja ganz viele Wechselkassetten für beide, für Swortman und Ellet, man kann nicht alle Kassetten verwenden und sowas. Also da gibt es immer irgendwas, was man nicht kann, was ich aber gerne hätte. Und deswegen kommen eigentlich nur dieser Kensington oder Liberty in Frage. Und Swortman hat halt im Endeffekt nur diese beiden Modelle mit den unterschiedlichen Größen. Der Liberty von Ellet, den gibt es auch relativ klein. Das startet, glaube ich, bei 30 cm. Dann geht das weiter mit 35, 43. Ich glaube, den großen, den 50 cm gibt es, glaube ich, in der Liberty-Variante gar nicht. Und hier hat ja, wie gesagt, Swortman die Größen 45, 55.
Das heißt, dann ist es auch am gerechtesten, den 43er und den 50er natürlich entsprechend zu vergleichen. Die Akkuleistung von beiden soll ganz okay sein. Ich glaube, da schneidet der Electra von Swartman noch besser ab. Dafür hat der Liberty einen Wechselakku, den man relativ leicht wechseln kann. Aber bei den Akkumehren bin ich auch immer ein bisschen skeptisch, wie weit man damit kommt. Also Ellet selber sagt zum Beispiel, dass man für den Liberty nicht alle Walzen verwenden kann, also alle Kassetten. Ich weiß nicht, ob dann die Akkuleistung im Endeffekt zu schwach ist oder ob der Akku dann nicht lange genug hält, wenn man die größeren Kassetten drauf tut. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Also die Empfehlung ist auf jeden Fall, ich glaube, erst ab der Größe 43 alle Kassetten bei dem Liberty zu verwenden. Der Liberty scheint ja so einen kleinen Anfängerfehler zu haben. Das hat Felix von Perfect Green ja ganz gut gezeigt, dass er nämlich ein bisschen auf der Seite, wo der Motor und der Akku sitzt, ein bisschen zu stark belastet ist. Das heißt, der mäht ein kleines bisschen schief. Das will man natürlich für so ein Profi-Gerät nicht haben. Ich denke, das ist noch was man beobachten muss, ob da noch was geändert wird im Laufe der Zukunft bei neueren Modellen. Ansonsten ist es natürlich gut, dass Ellet da kleinere Größen anbietet. Die sind natürlich auch deutlich günstiger. Also da muss man dann nicht so tief in die Tasche greifen. Die gehen dann so bei 1.600 € los. Aber wie gesagt, das ist auch nicht ganz fair, das mit der Swartman-Technik zu vergleichen, mit der Swartman-Größe. Bei den größeren ist man dann eher auch wieder in einem 2.000, 2.500 € Bereich bei beiden. Und bei dem Electra von Swartman auch noch ein bisschen mehr. Aber ich denke, dass die Dinger halten 15 bis 20 Jahre bei guter Pflege oder länger. Also da soll es dann auf, sag ich mal, ein paar 100 € der Investition nicht ankommen. Da sollte man sich dann lieber überlegen, welchen man lieber hätte. Also bei der Elektro-Variante würde ich sagen, schneidet auf jeden Fall der Swartman deutlich besser ab als der Ellet Liberty. Dann kommen wir zu den Benzinern. Die sind natürlich sehr spannend zu vergleichen. Da gibt es auch unterschiedliche Größen wieder bei Ellet. Also der startet bei 35, dann gibt es glaube ich 43 und 50 cm in der Größe. Und wie gesagt bei dem Swartman die 45er und 55er. Ich hatte eben schon gesagt, der Swartman fährt mit einem Kawasaki-Motor. Das ist jedenfalls das, was ich rausgefunden habe. Also falls jemand noch weiß, ob es andere Motoren gibt, schreibt das gerne in die Kommentare. Der Ellet hat hier, soweit ich weiß, sogar 3 verschiedene Varianten. Also den Kawasaki hat er auch im Angebot, dann den Honda und den Briggs Stratton Motor. Die sind auch preislich teilweise ein bisschen unterschiedlich. Was ich so gehört habe, schneidet da der Honda von der Technik am besten ab. Lasst mich aber gerne auch von euch noch überzeugen, falls ihr Erfahrung habt mit den anderen Motoren. Was ganz schön ist bei dem Ellet, der kommt direkt mit einer 6er Spindel daher. Also da gibt es die 5er Spindel gar nicht. Da kann man aber auch eine 10er Spindel noch dazu kaufen. Was ich bei dem Ellet halt auch sehr schön finde, ist dieser Kamm vorne, den er drin hat, wo der Rasen nochmal so ein bisschen durchgekämmt wird, also aufgestellt wird, bevor der abgemäht wird, weil sonst kann es ja auch sein, dass der von der Frontrolle wieder platt gedrückt wird. Und dann finde ich bei dem Ellet noch gut, dass er diese Verticut-Kassette im Angebot hat, also ein vertikales Mähen, so verkaufen die das. Und das kommt dieser Groomer-Funktion am nächsten. Dass diesen Kamm und diese Verticut-Kassette hat der Swartman leider noch nicht. Weiß ich auch nicht, ob das irgendwie noch kommt. Dafür hat aber der Swartman die Möglichkeit, eine profilierte Frontrolle vorne einzusetzen. Also standardmäßig, soweit ich weiß, kommen beide mit einer glatten Frontrolle. Die glatte drückt das Gas natürlich ein bisschen doller platt. Und bei einer profilierten hat man den Vorteil, dass das Gras vielleicht nicht ganz so platt gedrückt wird. Die Spindel vom Ellet ist deutlich dünner, also sie ist vom Swartman deutlich dicker. Das hatte Andreas ja auch schon mal gesagt. Und zwar ist es wohl so, wenn dann doch mal ein Steinchen reinfliegt oder so, scheint bei Swartman das Untermesser weicher zu sein. Das heißt, dann geht eher das Untermesser kaputt als die Spindel. Und die ist natürlich deutlich leichter auszutauschen, auch deutlich kostengünstiger. Also das ist natürlich ein großer Vorteil dann gegenüber dem Ellet, was die Reparatur oder Instandhaltung angeht. Ja, ansonsten bei dem Ellet hat man halt nur diese eine Farbe, dieses Grün. Bei Swartman hat man da ein bisschen schickeres Design, das hat ja schon gesagt. Außerdem alles aus Metall. Das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Metall ist schwer, verkratzt natürlich leicht. Plastik ist ein bisschen leichter und auch vielleicht ein bisschen weniger anfällig. Aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Also da würde es mir eher dann auf die Technik ankommen als aufs Aussehen. Aber das muss natürlich jeder für sich auch entscheiden. Ja, bis auf diese Verticut-Kassette sind die von den Kassetten her auch ziemlich gleich. Also haben einen normalen Vertikutierer, eine Lüfterkassette, einen Besen und alles Mögliche. Also an Kassetten kann man sich wirklich einiges dazu noch besorgen. Die sind auch nicht ganz kostengünstig, aber das lohnt sich sicherlich, weil das natürlich alles auch schön in einem Gerät dann verbaut ist.
Und zu wechseln sollen die Kassetten jetzt auch beide relativ gleich sein. Also Ellet hat da nachgelegt und hat halt auch so ein Schnellwechsel-Kassettensystem eingebaut. Das geht also beides relativ zügig. Ja, dann jetzt noch, ja, Akku oder Benziner ist natürlich die große Frage. Also ich bin ja auch ein Fan von Kabelgeräten, also nicht kabellosen, sondern Kabelgeräten. Einfach weil die eine unbegrenzte quasi Dauer haben, da muss man nichts nachfüllen, da muss man nichts aufladen. Das Problem ist natürlich, dass man das Kabel hat, was man immer mit rumzieht. Das ist auch nicht so schön. Und die Power ist halt auch ein bisschen begrenzt. Also ein Benziner, der kann natürlich noch mal ein bisschen mehr Power geben und noch mal vielleicht auf eine andere Art vertikutieren als jetzt die strombetriebenen Kabelgeräte, die ich bisher gesehen habe. Aber das würde ja eh nur bei der Ellet-Variante in Frage kommen. Also fällt das jetzt hier weg, wenn man Swordsman und Ellet vergleichen will. Dann hat man ja, wie gesagt, den Kensington und den Liberty mit dem Edwin und dem Electra. Genau, Akku ist natürlich eine schöne Variante, ein Akkuantrieb, weil man da sehr flexibel ist, hat kein Kabel, ist sehr leise, man hat keine Emission, jedenfalls nicht am Gerät. Natürlich muss der Strom irgendwo produziert werden und an der Stelle hat man natürlich auch Emissionen. Und was mich bei den Akkus auch immer so ein bisschen, stört vielleicht, ist, dass die Akkus ja auch irgendwo hergestellt werden müssen. Da müssen ganz viel Rohstoff für abgebaut werden. Das passiert auch nicht bei uns. Die müssen irgendwo, wenn die kaputt sind, gelagert werden. Das ist dann als Sondermüll, liegt das irgendwo rum. Also ich bin bei diesem ganzen Akku-Hype, der im Moment ja wirklich unterwegs ist, auch durchaus ein bisschen skeptisch, sag ich mal. Das heißt, dann haben wir noch den klassischen Benziner. Benziner bin ich auch nicht komplett ein Freund von, weil man da halt doch relativ starke Emissionen am Gerät hat. Das riecht man natürlich auch, das hört man, die sind laut, aber die haben natürlich einfach sehr viel Power. Also für mich, sage ich mal, muss ich da einen Kompromiss eingehen, entweder den Akku dann bevorzugen oder den Benziner bevorzugen. Ja, was sagt ihr dazu? Das würde mich sehr interessieren. Was bevorzugt ihr, Akku oder Benziner und welche Marke, Swordsman oder Ellet? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und ja, dann werde ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit geben und mich dann entscheiden, was ich wohl nehmen werde. Und das werde ich euch auf jeden Fall dann im nächsten Video verkünden. Macht's gut, bis dahin.